Es ist eine wahre Invasion. 6 Jahre nach dem schweren Seebeben an der Nordküste Japans mit einem verheerenden Tsunami in Folge passiert etwas extrem Ungewöhnliches an der Pazifikküste Nordamerikas. In Japan starben damals knapp 20.000 Menschen. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum Super-GAU. Und jetzt tausende Teile wurden ins Meer gespült und dienten seitdem offensichtlich verschiedenen Lebewesen als Floß. Und die führen jetzt teilweise 7000 Kilometer entfernt an der Westküste der USA zu einer Invasion. Welche Lebewesen genau in den vergangenen Jahren auf Plastikflößen den Pazifik überquert haben und was das jetzt für Konsequenzen hat. Zusammengefasst also, wie ist die Lage in Nordamerika? Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Die amerikanischen Meeresbiologinnen und Biologen haben nicht schlecht gestaunt, als sie das 12 Meter lange Dock untersucht haben, das 2012 am Strand von Oregon angespült wurde. Genau wie auf vielen anderen Objekten haben sie darauf nämlich knapp 300 verschiedene Spezies identifiziert, und zwar alle aus Japan. Gereist sind sie wohl auf den unzähligen Objekten, die durch den Tsunami 2011 in den Pazifischen Ozean gespült worden sind. Kleine Plastikteile, genauso aber auch ganze Schiffe oder Teile von Industrieanlagen, Muscheln, Seepocken, aber auch größere Tiere wie Krebse und sogar Fische waren ihre Passagiere. Und sie haben die lange Fahrt von Japan bis an den Strand in Oregon tatsächlich überlebt. Das ist wirklich verblüffend, zum Beispiel in wassergefüllten Löchern der Trümmerteile. Und das Krasse, viele der Tiere haben die lange Zeit auf ihren Flößen nicht nur überlebt, nein, sie haben sich sogar vermehrt. Einen Rekord haben gleich 2 Langzeitüberlebende gemacht, sowohl die Miesmuschel Mytilus galloprovincialis als auch die Seepocke Megabalanus rosa haben 7000 Kilometer zurückgelegt in 6 Jahren, und das lebendig. Zitat: Als wir das erste Mal Arten aus Japan in Oregon fanden, waren wir geschockt. Wir hätten nie gedacht, dass diese Organismen auf dem offenen Ozean so lange überleben können. Das sagt einer der beteiligten Meeresökologen John Chapman von der Oregon State University. Die meisten Lebewesen kamen wohl zwischen 2012 und 2014 an der amerikanischen Küste an, aber auch noch in diesem Jahr ist das Forschungsteam fündig geworden, und zwar auf Trümmern, die bereits im Jahr der großen Tsunami-Katastrophe 2011 ins Meer gespült worden waren und seitdem also unterwegs waren. Die Großteile der Lebewesen nutzten die Plastikteile als Hilfsmittel für ihre Überfahrt, und das ist tatsächlich eine wirkliche neue Erkenntnis, denn dass Organismen auf Holzstücken oder anderen natürlichen Materialien durch das Meer schwimmen, das war bereits bekannt. So erklärt man sich, dass viele Inseln durch Arten vom Festland besiedelt worden sind. In diesem Fall ist die Langlebigkeit des Plastiks im Wasser tatsächlich mal von Vorteil, zumindest für die Passagiere. Denn anders als Holz verrottet es nicht nach kurzer Zeit und macht längere Überfahrten überhaupt erst möglich. Dennoch ist die Entdeckung aus Oregon wirklich überraschend, denn bislang ging man davon aus, dass solch ein Floß mitten auf dem offenen Meer einen mehr als lebensfeindlichen Ort darstellt. Vor allem für diejenigen Organismen, die sonst eher in Küstennähe leben, denn die UV-Strahlung ist auf dem offenen Ozean viel stärker und zudem gibt es weniger Nahrung. Unklar ist bislang noch, ob sich diese Organismen aus Japan jetzt langfristig in den USA ob es sie sich gemütlich machen. Das hängt laut Aussage des Forschungsteams wohl davon ab, ob genug Individuen einer Art die lange Überfahrt lebendig überstanden haben. Denn dann könnten sie sich in der neuen Heimat vermehren. Die beteiligten Meeresökonomen und Ökonominnen sind jedenfalls optimistisch. Zitat: Es würde mich aber sehr wundern, wenn das keiner dieser Organismen schaffen würde. Das sagt Chapman. Was das dann genau für das Ökosystem an den amerikanischen Küsten bedeutet, kann man heute noch nicht abschätzen. Falls sich die Neuankömmlinge zu stark ausbreiten sollten, könnte es passieren, dass sie heimische Arten verdrängen. Fest steht jedenfalls auch, dass sich in Zukunft wohl immer mehr Lebewesen auf diese Art und Weise verbreiten werden. Denn in unseren Ozeanen treibt, wie wir wissen, immer mehr Plastikmüll. Also auch biologisch findet die Globalisierung statt. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, sonst erfahrt ihr nämlich nie von den neuen Videos hier bei Klickzoom oder zumindest fast nie. Ja, hier geht es weiter mit riesiges Bienensterben in Europa, spannendes Video wie immer hier, und ansonsten bis dann.